Hänsel und Gretel. Es war einmal ein armer Holzfäller. Er lebte mit seiner Frau und seinen beiden Kindern. Die Kinder hießen Hänsel und Gretel. Die Familie wohnte am Rand eines großen Waldes. Die Familie war sehr arm. Der Holzfäller arbeitete jeden Tag hart, aber das Geld reichte nicht aus. Oft gab es nur wenig zu essen. Eines Tages wurde die Not noch größer. Im Haus war fast kein Essen mehr. Die Frau des Holzfällers war die Stiefmutter von Hänsel und Gretel. Sie mochte die Kinder nicht. Am Abend sprach sie mit ihrem Mann. »Wir haben nicht genug Essen für alle«, sagte sie. »Morgen bringen wir die Kinder in den Wald. Dort lassen wir sie allein. Sonst werden wir alle verhungern.« Der Holzfäller war entsetzt. »Nein«, sagte er, »ich kann das nicht tun. Sie sind meine Kinder.« Aber die Stiefmutter blieb bei ihrer Meinung. Sie sprach lange mit ihm. Am Ende wusste der Holzfäller nicht mehr, was er sagen sollte. Hänsel und Gretel lagen noch wach in ihren Betten. Sie hörten das Gespräch ihrer Eltern. Die Kinder bekamen große Angst. Sie verstanden, was die Stiefmutter vorhatte. In der Nacht konnte Hänsel nicht schlafen. Er dachte lange über die Worte seiner Stiefmutter nach. Dann hatte er eine Idee. Leise stand er auf und ging nach draußen. Der Mond schien hell am Himmel. Hänsel sammelte viele kleine weiße Steine. Er steckte sie in seine Tasche und ging wieder ins Haus. Am nächsten Morgen brachte die Stiefmutter die Kinder in den Wald. Während sie liefen, ließ Hänsel immer wieder einen kleinen Stein auf den Weg fallen. Niemand bemerkte es. Nach einiger Zeit blieben sie tief im Wald stehen. Der Vater machte ein Feuer und sagte zu den Kindern: »Bleibt hier. Wir kommen später zurück.« Dann gingen der Vater und die Stiefmutter weg. Hänsel und Gretel warteten viele Stunden. Langsam wurde es dunkel. Als der Mond am Himmel stand, sagte Hänsel: »Hab keine Angst, Gretel. Ich kenne den Weg nach Hause.« Die weißen Steine glänzten im Mondlicht. Hänsel und Gretel folgten ihnen durch den Wald. Die ganze Nacht liefen sie weiter. Am Morgen kamen sie wieder nach Hause. Der Vater freute sich sehr, als er seine Kinder sah. Die Stiefmutter war jedoch nicht glücklich.
Die Stiefmutter ärgerte sich, weil die Kinder zurückgekommen waren. Nach einiger Zeit gab es wieder fast nichts zu essen. Da beschloss sie, die Kinder noch einmal in den Wald zu bringen. Hänsel und Gretel hörten das Gespräch ihrer Eltern. Hänsel wollte wieder weiße Steine sammeln. Doch diesmal war die Tür verschlossen. Er konnte nicht nach draußen gehen. Am nächsten Morgen brachte die Stiefmutter die Kinder wieder in den Wald. Vorher bekam jedes Kind ein kleines Stück Brot. Während sie liefen, ließ Hänsel kleine Brotkrumen auf den Weg fallen. So wollte er den Weg nach Hause finden. Wieder ließen die Eltern die Kinder allein im Wald. Hänsel und Gretel warteten lange. Als es dunkel wurde, machten sie sich auf den Weg. Doch die Brotkrumen waren verschwunden. Die Vögel hatten sie gefressen. Hänsel und Gretel suchten den Weg nach Hause. Aber sie konnten ihn nicht finden. Nun waren die Kinder allein im tiefen Wald. Hänsel und Gretel liefen lange durch den Wald. Sie hatten Hunger und waren sehr müde. Sie wussten nicht, wohin sie gehen sollten. Eines Tages sahen sie ein kleines Haus. Als sie näher kamen, konnten sie es kaum glauben. Das Haus war aus Lebkuchen und Zucker gebaut. Die Kinder freuten sich und begannen vom Haus zu essen. Plötzlich öffnete sich die Tür. Eine alte Frau kam heraus. Sie lächelte freundlich und sagte: »Kommt herein, liebe Kinder. Ihr könnt bei mir essen und schlafen.« Hänsel und Gretel gingen mit ihr ins Haus. Zuerst waren sie froh. Aber die alte Frau war eine Hexe. Am nächsten Tag sperrte die Hexe Hänsel in einen Käfig. Sie wollte, dass er dick wird. Jeden Tag brachte sie ihm viel Essen und sagte: »Iss gut, damit du schön fett wirst.« Gretel musste im Haus arbeiten. Sie musste putzen und kochen. Nach einiger Zeit wollte die Hexe Hänsel essen. Sie sagte zu Gretel: »Mach den Ofen an.« Dann sagte sie: »Schau nach, ob der Ofen heiß ist.« Gretel hatte Angst, aber sie war auch schlau. »Ich weiß nicht, wie das geht«, sagte sie. Die Hexe beugte sich in den Ofen, um selbst zu schauen. In diesem Moment stieß Gretel sie hinein und schloss schnell die Tür. Die Hexe war besiegt. Gretel befreite Hänsel aus dem Käfig.
Die Kinder waren sehr glücklich. Im Haus fanden sie viele Perlen und Edelsteine. Sie nahmen so viel mit, wie sie tragen konnten. Dann machten sie sich auf den Weg nach Hause. Nach langer Zeit kamen sie zu ihrem Vater zurück. Der Vater freute sich sehr. Er hatte lange Zeit um seine Kinder geweint. Die Stiefmutter war inzwischen gestorben. Hänsel und Gretel zeigten ihrem Vater die Schätze. Nun hatten sie genug zu essen und mussten nie wieder Hunger leiden. Von diesem Tag an lebten sie glücklich zusammen.